Vielleicht kennst du das. Das Management hat mitbekommen, dass alle jetzt KI machen und plötzlich sollst du mit deinem Team auch was mit KI machen. Nur, wo fangen wir eigentlich an? Die einen sagen, fang klein an, die anderen sagen, denk groß, sonst lohnt es sich nicht. Und dein CFO sagt, aber bitte kein Geld verbrennen. Und dann liest du eine MIT-Studie. 95% aller KI-Projekte scheitern. Sie liefern keinen messbaren Return on Invest. Und du denkst dir, super, genau das brauche ich jetzt, noch mehr Druck. Aber hier ist die gute Nachricht. Die 5%, die es schaffen, haben 3 Dinge verstanden, die ich dir heute zeige. Und am Ende dieses Videos weißt du genau, wie du in 90 Tagen einen ersten messbaren Erfolg lieferst, ohne Millionen zu verbrennen und ohne deine Karriere zu riskieren. Hallo, ich bin Daniel Kreuzhofer. Seit über 10 Jahren begleite ich als Lösungsarchitekt Unternehmen beim Einsatz von Cloud und KI, von der Idee bis zum fertigen System. Die 95% Realität und warum das nicht an der Technologie liegt. Also, diese MIT-Studie. Die haben 300 KI-Projekte analysiert, 150 Führungskräfte befragt über verschiedene Branchen hinweg. Und das Ergebnis ist brutal. 95% der Enterprise-KI-Piloten liefern null messbaren Return on Investment. Null. Aber, und das ist jetzt wichtig, es liegt nicht an der Technologie. Die Modelle funktionieren. Claude funktioniert, ChatGPT funktioniert, die ganzen Tools funktionieren. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie Unternehmen versuchen, KI umzusetzen. Und die Studie zeigt 3 klare Muster, warum Projekte scheitern. Und ich wette, mindestens eins davon erkennst du in deinem eigenen Unternehmen wieder. Muster 1. Kaufen versus bauen. Dein Unternehmen will eine eigene Lösung bauen. Custom, maßgeschneidert. Das passt dann genau zu unseren Prozessen. Klingt erstmal vernünftig, aber die Zahlen sagen was anderes. Wenn du selbst baust, liegt deine Erfolgsquote bei 33%, ein Drittel. Wenn du auf bewährte Lösungen von spezialisierten Anbietern setzt, 67%. Das ist doppelt so hoch. Und trotzdem höre ich dann ständig, ja, aber wir haben da so spezielle Anforderungen. Ich verstehe das, wirklich. Aber wenn 67% deiner Kollegen erfolgreicher sind, weil sie kaufen statt bauen, vielleicht solltest du da nochmal drüber nachdenken. Vor allem, wenn du unter Zeitdruck stehst und schnell Ergebnisse liefern sollst. Muster 2. Vage Ziele vom Business. Das Business kommt zu dir und sagt, wir brauchen KI im Vertrieb. Du fragst, okay, was genau soll besser werden? Und die Antwort ist, ja, alles irgendwie effizienter, schneller, besser halt. Und du sitzt da und denkst, wie soll ich damit arbeiten? Das ist kein Ziel, das ist ein Wunsch. Das ist wie, ich will reich werden. Schön und gut, aber wie kommst du dahin? Ein echtes Ziel klingt so. Wir reduzieren die durchschnittliche Zeit für die Angebotserstellung von 4 Stunden auf 2 Stunden, messbar in den nächsten 3 Monaten. Bei unserem Vertriebsteam bedeutet das x Stunden pro Woche Zeitersparnis. Siehst du den Unterschied? Das eine ist schwammig, das andere ist konkret, messbar. Und du kannst nachher beweisen, ob es funktioniert oder nicht. Muster 3. Keine Integration in bestehende Workflows. Du baust ein tolles KI-Tool. Es funktioniert perfekt in der Demo. Der CEO ist begeistert. Das wird alles verändern. Dann gibst du es dem Team und nichts passiert. Warum? Weil es ein extra Tool ist, ein extra Login, ein extra Fenster, ein extra Schritt in ihrem bereits vollgepackten Arbeitsalltag. Und deine Leute denken, ich habe schon 7 verschiedene Tools offen und jetzt noch eins? Nein. Ergebnis, sie nutzen weiter heimlich ChatGPT auf ihrem privaten Rechner oder Handy, sie kopieren Kundendaten rein, du hast keine Kontrolle, keine Governance. Die Studie nennt das die Shadow AI Economy und ich garantiere dir, das passiert auch gerade in deinem Unternehmen. Was machen die 5%, die erfolgreich sind? Die erfolgreichen 5% machen 3 Dinge komplett anders. Erstens, sie fokussieren sich auf einen spezifischen Painpoint. Nicht auf Vertrieb wird effizienter, sondern auf die Angebotserstellung dauert im Schnitt 4 Stunden, weil wir zu lange nach Informationen suchen. Wir wollen auf 2 Stunden runter. Zweitens, sie kaufen bewährte Lösungen, statt monatelang selbst zu entwickeln. Drittens, sie messen von Tag 1 an. Nicht wir schauen mal, sondern klare Baseline, klare Ziel-KPIs, wöchentliches Tracking. Und hier kommt noch was Interessantes. Die Studie zeigt auch, dass kleinere Unternehmen, also Mittelständler wie die meisten von euch, die ersten Ergebnisse in 90 Tagen schaffen. Große Konzerne 9 Monate. Das heißt, du hast einen Geschwindigkeitsvorteil. Du kannst agiler sein, weniger Abstimmungsschleifen, weniger Bürokratie. Das ist deine Chance. Teil 2. Vom Technologiedenken zum Businessdenken. Der kritische Shift. Okay, jetzt wird's interessant. Und ich muss hier ehrlich sein, das, was ich dir jetzt zeige, war für mich selbst die größte Lernkurve, weil ich als Technologiemensch jahrelang genau den gleichen Fehler gemacht habe.
Das Business kommt zu dir und sagt, wir wollen KI für automatische E-Mail-Antworten im Kundenservice. Und du denkst sofort, okay, klingt machbar. Claude API, ein paar Custom Instructions, Integration ins Ticketsystem. Das ist deine Superpower. Du siehst eine Anforderung und dein Gehirn baut sofort die Lösung. Und genau hier in diesem Moment entscheidet sich, ob dein Projekt zu den 95% gehört, die scheitern, oder zu den 5%, die erfolgreich sind. Weil du die falsche Frage beantwortest. Die Frage sollte nicht sein, wie bauen wir das? Die eigentliche Frage muss heißen, welches Problem lösen wir hier eigentlich? Der Perspektivenshift. Und genau hier musst du umschalten. Von wie baue ich das zu warum brauchen wir das? Das ist kein Angriff auf das Business. Das ist auch kein, die verstehen halt nichts von Technologie. Das ist ein Perspektivenshift. Du musst in Ergebnissen denken. Features sind automatische E-Mail-Antworten. Ergebnisse sind Reduzierung der Bearbeitungszeit um x%, Einsparung von y Stunden pro Woche, z Euro, Return on Invest nach 6 Monaten. Der KI Business Case One-Pager. Bevor du auch nur ein einziges Tool anfasst, bevor du auch nur eine Demo buchst, stellst du 2 Fragen. Am besten nimmst du dafür den KI Business Case One-Pager, den ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Du setzt dich mit dem Business hin und ihr füllt das zusammen aus. Frage 1 ist, was kostet das Problem heute konkret? Nicht, es ist teuer, nicht, es kostet Zeit, sondern x Euro pro Jahr an Personalkosten, y Stunden pro Woche an gebundener Arbeitszeit, z verlorene Deals pro Monat, weil wir zu langsam sind. Konkret, messbar, in Zahlen. Und die zweite Frage ist, was steht auf dem Spiel, wenn wir das nicht angehen? Das ist die Frage, die das Spiel verändert. Nicht, was sparen wir, wenn wir es lösen, sondern was verlieren wir, wenn wir es nicht lösen. Das ist so ein kleiner psychologischer Trick, aber der funktioniert ziemlich gut. Damit führst du den Schmerz quasi doppelt vor Augen. Du fragst, wie viel kostet uns das zusätzlich? Wie sieht es aus mit Teamfrustration? Kündigen Leute, weil sie genervt sind? Wie sieht es aus mit Kunden? Wandern die zur Konkurrenz ab? Oder was ist mit dem Wettbewerb? Bauen die gerade KI-Lösungen, während wir noch diskutieren? Und wenn du bei mindestens 3 von 4 Punkten, ja, das ist kritisch hörst, dann weißt du, das Projekt muss jetzt passieren. Warum das so wichtig ist. Wenn du zum CFO gehst und sagst, wir können x Euro im Jahr sparen, dann findet er das bestimmt okay. Aber wenn du sagst, jeder Monat, den wir warten, kostet uns so viel Euro zusätzlich und in 6 Monaten haben wir ein Teammoralproblem und verärgerte Kunden, dann hast du seine Aufmerksamkeit. Das ist der Unterschied zwischen nice to have und businesskritisch. Und das ist der Unterschied zwischen einem Projekt, das grünes Licht bekommt und einem, das in der Schublade verschwindet. Das Smart AI Wins System, Bremsen lösen, Pilot umsetzen, Impact beweisen. Jetzt ist es soweit. Du hast dein Business Case definiert. Wie kommst du in 90 Tagen zu einem bewiesenen Piloten, mit dem du entscheiden kannst, ausrollen oder nicht? Lass uns das in 3 Teile runterbrechen. Ich nenne sie Bremsen lösen, Pilot umsetzen, Impact beweisen. Das ist der Kern von meinem Smart AI Wins System. Phase 1, Bremsen lösen, in den Wochen 1 bis 3. Den ersten Schritt hast du eigentlich schon gemacht. Du hast bestehende Prozesse analysiert, du hast den Impact abgeschätzt, du hast den Pitch vorbereitet. Jetzt geht es darum, den Business Case final auszuarbeiten und grünes Licht zu bekommen. Dazu brauchst du mehr Infos. Wie haben andere dieses Problem schon gelöst? Was ist technisch wirklich möglich? Und Build versus Buy, also kaufen gegenüber bauen, was macht in deinem Fall Sinn? Mit diesen Antworten gehst du ins Management, mit Zahlen, mit Vergleichen, mit einem klaren Plan. Und dann geht es in Phase 2, Pilot umsetzen, in den Wochen 4 bis 8. Hast den Pitch gemacht, grünes Licht bekommen, dann setzt du den Pilot um. Klein, fokussiert, 3 bis 5 Power-User. So entwickelst du die Shortlist für die Tools. Welches ist das Beste? Du triffst die Build versus Buy-Entscheidung. Du erstellst den Pilotplan. Und dann setzt du das Tool auf, machst das Onboarding für die Power-User und der Pilot läuft. Und jetzt kommt der kritische Teil. Du misst kontinuierlich, jeden Tag, jede Woche. Du trackst deine Erfolgskriterien und bewertest. Wird's besser? Funktioniert's? Nutzen die Leute es wirklich? Nach 4 bis 5 Wochen weißt du, weitermachen oder Änderungen vornehmen. Und dann kommt Phase 3, wo wir den Impact beweisen. Das sind die Wochen 9 bis 12 ungefähr. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Du begleitest weiter. Du misst die Erfolgsmetriken. Vorher gegenüber nachher. Und am Ende der 90 Tage hast du messbare Zahlen. Zum Beispiel Angebotserstellung wurde von 4 auf 2 Stunden reduziert. Und du hast eine interne Erfolgsgeschichte und 3 bis 5 Power-User, die nicht mehr ohne dieses Tool wollen.
Der Pilot ist dann bewiesen, die Zahlen stehen und jetzt kann ein Unternehmen eben entscheiden, sollen wir das ausrollen oder nehmen wir die Learnings aus dem Pilot mit und bauen einen neuen Use Case oder verbessern den Use Case. Der Kern der Sache ist, wir machen keinen Big Bang Rollout. Wir starten klein und vergrößern den Kreis der Nutzer. Wir beweisen erstmal mit 3 bis 5 Leuten und dann skalieren wir mit Zuversicht. Okay, fassen wir zusammen. 95% der KI-Projekte scheitern, aber nicht, weil die Technologie nicht funktioniert. Sie scheitern, weil Unternehmen bauen statt kaufen, das Business vage Ziele hat und Tools nicht in Workflows integriert werden. Die 5%, die gewinnen, machen 3 Dinge anders. Sie fokussieren auf ein konkretes Problem mit messbaren Kosten, sie nutzen Opportunitätskosten als Hebel für den Buy-in und sie liefern in 90 Tagen einen bewiesenen Piloten mit einem klaren Framework. Bremsen lösen, Pilot umsetzen, Impact beweisen. Was sind deine nächsten Schritte? Du kennst jetzt das Framework, du weißt, worauf es ankommt. Aber die kritische Frage ist, wie füllst du die 2 Fragen konkret aus? Was kostet dein Problem heute? Was steht in 6 Monaten auf dem Spiel? Genau dafür habe ich den KI Business Case One-Pager erstellt. Da führe ich dich durch genau diese Fragen Step by Step mit Beispielen. Am Ende weißt du, ist dein Problem KI geeignet, lohnt sich der Aufwand und wie pitchst du das deinem Management? Den Link findest du in der Beschreibung, kostenlos zum Download, zum Ausfüllen und Klarheit bekommen. Und wenn du dabei Unterstützung willst, ich biete auch regelmäßig Workshops an, wo wir das zusammen durchgehen, mit deinem konkreten Problem. Aber fang erstmal mit dem One-Pager an, der gibt dir die Klarheit, die du brauchst. Wenn du wissen willst, wie du mit einer deutschen Plattform für 0 bis 20 Euro pro Monat bis zu 30 Stunden im Monat zurückgewinnst, ohne Vendor-Login und ohne amerikanische Datenschutzkompromisse, dann schau dir unbedingt mein nächstes Video an. Ich zeige dir die 3 KI-Projekte, die jeder Mittelständler in den nächsten 4 Wochen umsetzen kann. Und eins davon startest du noch heute, kostenlos. Ich freue mich außerdem auf deine Fragen hier in den Videokommentaren. Welche Themen interessieren dich im Bereich der KI für Unternehmen? Dann mache ich ein Video darüber. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.